Jo, Leo, hast du was? Ja, ich entnehme dieser Frage, dass wir bei den Picks gelandet sind. Das waren meine Picks. Ja. Ich habe einen Pick, den wir definitiv schon öfters gepickt haben, den auch ich, glaube ich, schon öfters gepickt habe, der aber aus gegebenem Anlass mir gerade wieder als sehr wichtiges Element zurückgerufen wurde. Twitterific. Nämlich Strava. Nämlich nicht Strava und auch nicht Twitterific, sondern eine kleine Mac-App, deren Name mir partout nicht mehr einfallen will. Das ist auch was Neues beim Pick, oder? Aber ihr mir gleich auf die Sprünge helfen könnt, weil euch sicher einfällt, wie die heißt. Was sie tut, ist nämlich sehr einfach. Sie riegelt die Netzwerkverbindungen ab, also es ist nicht Little Snitch, sondern Tripmode. Sondern es ist Tripmode, wo ich völlig eigenständig auf den Namen jetzt gekommen bin. Nicht schlecht. Und Tripmode gibt es ja keine Ahnung, wie lange es inzwischen Tripmode gibt, war ja erstaunlicherweise ist es, also ich meine, du kannst ja mit Little Snitch Ähnliches machen, dass du Netzwerkverbindungen praktisch auch, je nachdem, mit welchem Netzwerk du dich verbindest, halt anders konfigurierst, aber es ist umständlicher und ist nicht die Kernfunktion von Little Snitch. Ja. Also ein Little Snitch hat seine anderen Vorteile und sicher auch ein sinnvoller Kauf für den Mac, aber Tripmode ist halt einfach auf diesen einen Anwendungsfall ausgelegt, nämlich zu sagen, ich drehe praktisch aller Software auf meinem Mac die Verbindung ab, außer 1, 2, 3, 4, 5 Programmen, die ich halt handverlesen aktiviere, wenn man so will. Und so wie halt Safari oder ja, was man halt immer auch braucht, oder sei es Slack oder sonst irgendwas. Und vor allem, das ist nämlich so der Klassiker, in den ich gerne im Urlaub reinrenne, wenn du viele Fotos machst und iCloud-Fotomediathek laufen hast. In dem Moment, in dem du diesen Mac an deine Mobilfunkverbindung lässt, ist diese Mobilfunkverbindung tot. Ja, weil der zieht sich einfach all die Fotos, die aus der iCloud-Fotomediathek neu in der gelandet sind, zieht er sich runter und damit ist praktisch Game Over, egal. Also ich meine, wenn du nicht in Finnland bist und wenn du nicht in Finnland Urlaub machst und unbegrenzte LTE-Datenvolumen hast, dann ist es egal. Da braucht man sich um all solche Sachen nicht zu scheren. Aber ja, also sagen wir in Finnland muss man sich um nichts scheren. Gar nichts mehr scheren. Kaffeeflats und LTE-Flats, alles paradiesisch. Du bekommst sogar vom Staat dein Einkommen geschenkt und ein Haus dazu. Ja. Habe ich gehört. Und die Kaffeeflat obendrauf. Ja, und Grundeinkommen gibt es hier schon. So. Ja, das haben wir auch irgendwo gelesen, oder? Das war schon. Und ganz viele deutsche Medien haben das geschrieben. Ja. Und hier war nur so Schulterzucken. Was wollen die? Was? Und wenn du ein Haus haben willst, dann ziehst du dir so eine Nummer über dem Arbeitsamt, dann kriegst du ein Haus. Ja. Genau. Das ist sehr gut. Später. Finnland, sehr gut. Also ich müsste eigentlich Finnland picken an dieser Stelle. Ja, also Tripmode und da kam ja auch vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange die Version 2 her ist. Die gibt es inzwischen auch schon wieder seit ein paar Monaten. Und es hat sich die haben auch, glaube ich, nochmal, ich weiß gar nicht, was sie im Detail geändert haben. Die Basisfunktionalität, für mich ist die Basisfunktionalität der entscheidende Faktor. Ich glaube, inzwischen kannst du auch Profile anlegen. Ich glaube, das kam mit Version 2 dazu, dass du dir das auf verschiedene Netzwerke nochmal spezifisch dir irgendwas zurecht konfigurieren kannst, welche Konstellation an Apps du halt zulassen möchtest und welche nicht. Und aber für mich ist die Basisfunktionalität halt entscheidend. In dem Moment, in dem sich halt der Mac mit dem Personal Hotspot, mit dem persönlichen Hotspot des iPhones verbindet, dann muss halt einfach abgeriegelt werden und darf halt einfach nur Safari offen sein oder halt die Programme, die man halt gerade braucht, um X, Y oder Z zu machen. Gab es die schon immer auch für Windows oder war das zuerst auf dem Mac? Fresh. Das ist, glaube ich, neu dazugekommen, dass die auch für Windows gibt. Sie kostet jeweils $8 für Windows und für Mac oder du holst sie dir im Setup. Die ist genau bei Setup in dieser Mac-Abo-Apps-Bundle-Kram ist sie mit da drin. Auch weiß gar nicht, wie lange sie da mit enthalten ist, aber es ist natürlich praktisch, falls man das sowieso gebucht haben sollte, kann man sich es einfach installieren und mal ausprobieren. Läuft halt auch über eine Kernel-Extension, das heißt, man muss jetzt in High Sierra den
den etwas skurrilen Weg gehen, dass man diese Kernel-Extension erst zulässt und sagt, ja, ich will die, und dann muss man die Einstellungen, aber dafür kann Tripmode nichts, also außer, dass sie müssen es, ja, ich weiß nicht, ob sie es über einen anderen Weg als die Kernel-Extensions machen können. Wir haben ja das Problem, dass vielleicht eines Tages sowieso keine Kernel-Extensions mehr gibt in macOS in der Form, also keine Kernel-Extensions von Drittanbietern. Nachdem Little Snitch gesagt hat, es geht schon sie irgendwie. gehen zu Apple und es geht irgendwie dann, und nachdem Tripmode sowas ähnliches ist wie Little Snitch, würde ich sagen, wahrscheinlich wird es schon gehen. Vermutlich, ja. Aber auch hier Fußnote, so klopf bei Apple, das ist ein Feature, was in macOS gehört. Ja, total. Also, wieso? Also diese Kernel-Extension-Blockade, die da in High Sierra angezettelt wird, die ist recht unglücklich, glaube ich, insgesamt. Also das ist sehr unschön auch. Also Sierra, mach eine Notiz, High Sierra, unschön. Also alle zurück zu El Capitan. Nein, also das ist wirklich, also für jemanden, der halt Software installiert, die halt mit Kernel auf einer Kernel-Extension oder auf Kernel-Extensions halt aufbauen, es ist einfach ein blödes Prozedere, die, glaube ich, jemand, der nicht weiß, was da passiert, einfach völlig vor viele Fragezeichen stellt und am Schluss dazu führt, dass du Software nicht installieren kannst oder die Software nicht richtig funktioniert, weil halt die Kernel-Extension fehlt. Und da ist ein Berg an Problemen halt mit drin. Es ist einfach hässlich umgesetzt. Also, aber unabhängig von Tripmode natürlich und unabhängig auch von Little Snitch und den anderen Programmen, die davon betroffen sind. Deshalb, trotzdem ist Tripmode auf jeden Fall, also wer sich in der Situation immer wieder mal wiederfindet, dass er halt unterwegs ist und nicht unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung hat, da ist Tripmode nach wie vor ein guter Begleiter und macOS hat ja nach wie vor auch keinerlei Schritte in diese Richtung unternommen, zu sagen, wir versuchen, also das System versucht ja also ich meine, der Witz ist ja, dass iOS es auch nicht macht, sobald du das eine iOS-Gerät in den Personal Hotspot des anderen iOS-Gerätes hängst, hast du dasselbe iCloud-Foto-Mediathek-Problem, hast dasselbe Problem, dass da erstmal alle Updates geladen werden und so weiter. Also auch da, also ich habe mein Datenvolumen auch schnell durchgebracht, weil ich dann irgendwie das iPhone kam dann auch, ich meine, der Witz ist ja, dass zusätzlich über iCloud werden ja auch die WLAN-Passwörter und so weiter, werden ja zwischen den Geräten synchronisiert. Das heißt, wenn du das eine Gerät mit diesem Hotspot verbindest, dann kurze Zeit später verbinden sich deine anderen Geräte auch mit diesem Hotspot. Und wenn du da nicht dran denkst und nicht aufpasst und nicht nachschaust und nicht irgendwie den Geräten irgendwie den Energiesparmodus setzt oder halt so, dass halt die Hintergrundaktivitäten halt abgestellt werden, dann machen die Geräte halt ihr Ding, was sie halt so im WLAN machen. Und dann bist du dein Datenvolumen halt los. Ja. Aber ich muss sagen, also als wir jetzt in München waren zum Beispiel über Neujahr und du mit so iPads unterwegs bist von Kindern, die halt keine Datensim haben, da musst du ja die WLAN-Passwörter per Hand weitergeben. Und das hat jetzt mit iOS 11 echt mit diesem Passwortteilen super mühelos geworden. Also ich meine, mittlerweile, ich weiß nicht, mit wie vielen Geräten wir gereist sind, aber ich weiß, dass dieses Passwortteilen war einfach so ein Segen, weil in jedes neue WLAN, in das du gekommen bist, da hast du einmal irgendwie das eingeben müssen und da hast du es einfach auf alle anderen Geräte. Die sind dann angelaufen gekommen und dann hat er teilen und dann hat es sich halt verselbstständigt. Das war wirklich eine gute iOS 11-Funktion. Es ist übrigens massiv schwierig, Kindern in gewisser Altersstufen zu erklären, dass die Sachen, die sie normalerweise auf diesem Gerät schauen, dass sie die nicht schauen können. Kein Internet. Weil wir haben kein Internet. Kein Internet. Erklär das mal jemandem. Ja. Nee, also ich kenne eine Mutter, die hat das ihren Kindern erfolgreich erklärt, dass auf Timos iPhone, da ist YouTube. Aber auf ihrem iPhone ist kein YouTube. Ja? Okay. Sehr gut. Das heißt, irgendwie Patterson und Findus kann man nur schauen, wenn ich da bin. Sehr gut. Also clevere Mutter auf jeden Fall. Das Passwortteilen geht nicht nur mit den WLAN-Passwörtern, sondern auch mit Hotspots, ne? Also, wenn du einen Hotspot aufmachst, dann kannst du auch das Hotspot-Passwort, vorgegeben sind, sehr kryptisch sind. Das ist alles ganz cool, aber viel cooler ist doch diese QR-Code-Funktion. Ich habe hier so einen Zettel mit einem WLAN-Passwort auf dem Tisch liegen und das funktioniert. Ja. Das ist so, QR-Codes die stinken schon, aber es ist auch irgendwie gut. Ja. Die fräsen sich schon ins Leben so. Ich habe mich gefragt, so,
vieles mit Bitcoins macht man ja gerne mit so einem Paper-Wallet und einem QR-Code. Zum Get-Rich-Quick-Scheme stell eine super QR-Code-Lese-App in den Store und greif die Codes ab. Und wenn das aussieht wie ein Private Key von einem Bitcoin, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal mir gedacht, so will ich diesen QR-Code wirklich mit dieser Shady-App abscannen? Oder fängt jetzt die iOS-Kamera, fängt die jetzt an, diesen Code direkt zu Google rüber zu schubsen? Wieso sollte sie das tun? Naja, das ist die erste Option, wenn die was scannt, was sie nicht erkennt. Ach so, oh ja, so meinst du, okay. Ja. Und ja, also wenn es die Kamera nicht tut, macht es der Prozessor. Vielleicht. Wissen wir seit dieser Woche. Keine separaten Scanner-Apps mehr aus dem Store laden. Alle überflüssig geworden jetzt. Nee. Vor allem nicht Timos. Richtig. Bitcoin Wallet Scanner. Best Bitcoin Wallet Scanner. Best QR Bitcoin Wallet Scanner. AAA Bitcoin Wallet Scanner. Ja. Und dann musst du nur so dazu schreiben, ausgezeichnet 2014 mit einem Apple Design Award, bla bla. Nie erhalten, aber ist völlig egal. Spielt keine Rolle. Prüft keiner nach. Ja. Wenn ich nächste Woche weg bin,